Hier ist der Kanal von Dr. Phil A.P. Meine Schwerpunkte: Pädagogik, Philosophie und Geschichte. Willkommen zur Playlist Biopolitik. In dieser Serie erfährst du mehr über Konzepte, die Politik und Leben verbinden. Hallo und herzlich willkommen. Stellt euch mal Folgendes vor. Unsere technologische Macht, menschliches Leben zu verändern, wächst in einem irren Tempo. Aber unsere Moral, unsere Ethik, die scheint im Vergleich dazu im Schneckentempo hinterherzukriechen. Tja, und genau diese Lücke, die da entsteht, schauen wir uns heute mal genauer an. Das ist die große Frage, die über allem schwebt, oder? Es geht ja schon lange nicht mehr nur darum, Krankheiten zu heilen. Es geht um die echte Möglichkeit, die grundlegenden Bausteine dessen zu verändern, was es überhaupt bedeutet, ein Mensch zu sein. Und da wird's kompliziert. Und damit sind wir beim Kern des Problems, das unser Quellmaterial immer wieder aufgreift. Diese Schere zwischen dem, was technisch machbar ist, und dem, was wir moralisch für vertretbar halten, die klafft immer weiter auseinander. Okay, fangen wir mal ganz von vorne an. Was passiert denn eigentlich, wenn die Technologie uns plötzlich die Macht gibt, ja Grenzen zu überschreiten, die seit Jahrtausenden von der Natur gesetzt wurden? Und genau hier wird's richtig interessant. Das ist nämlich kein rein philosophisches Gedankenspiel für irgendwelche Experten im Elfenbeinturm. Überhaupt nicht. Das ist ein knallharter politischer und gesellschaftlicher Konflikt, der, genau jetzt stattfindet. Und für dieses, nennen wir es mal Schlachtfeld, gibt es auch einen Namen. Willkommen in der Welt der Biopolitik. Das hier ist die offizielle Definition, direkt aus der Quelle. Aber was heißt das jetzt im Klartext? Naja, im Grunde geht es um die große gesellschaftliche Debatte und um die Regeln, die wir uns selbst geben, wenn es um unser eigenes biologisches Schicksal geht. Und schaut mal, das ist eben keine Zukunftsmusik mehr. Das ist das wirklich Krasse daran. Biopolitik ist längst Teil unseres Alltags. Denkt nur mal an Pränataldiagnostik oder die ewigen Debatten über Schönheits-OPs. Wir stecken da schon mittendrin. Und wenn man sich all diese Diskussionen anschaut, dann merkt man schnell, im Kern schwelt da immer ein fundamentaler Konflikt. Ein echtes Tauziehen zwischen zwei unserer wichtigsten Werte. Auf der einen Seite haben wir diesen, man könnte fast sagen, heiligen Wert unserer modernen Gesellschaft, die absolute Freiheit des Einzelnen. Also die Idee, dass jeder, wirklich jeder von uns das Recht haben sollte, über sein eigenes Leben und seinen eigenen Körper zu bestimmen. Und hier prallen diese beiden Welten eben aufeinander. Auf der einen Seite dieser Drang nach totaler Selbstbestimmung, nach der Freiheit, uns selbst zu gestalten. Und auf der anderen Seite die Sorge, hey, Moment mal, gibt es nicht vielleicht doch rote Linien? Grenzen, die wir als Gesellschaft einfach nicht überschreiten sollten, um unsere gemeinsamen Werte zu schützen? Okay, das klingt jetzt alles noch ein bisschen abstrakt. Machen wir es mal konkret, damit wir wirklich verstehen, was hier auf dem Spiel steht. Genau, die große Angst, das Schreckensszenario, das immer wieder an die Wand gemalt wird, ist genau das hier. Eine Gesellschaft, in der du aufgrund deiner Gene benachteiligt wirst, sei es bei der Jobsuche oder wenn du versuchst, eine Versicherung abzuschließen. So, und jetzt wird's richtig spannend. Denn die Quelle zeigt ganz klar, unsere Gesellschaft misst hier mit zweierlei Maß. Schaut mal, im Job gilt so eine Art Solidarprinzip. Der Arbeitgeber teilt quasi das Zukunftsrisiko. Bei privaten Versicherungen, das ist genau andersrum. Da ist die Unterscheidung nach Risiko ja das eigentliche Geschäftsmodell. Und das erklärt, warum dieselbe Information in einem Kontext als Diskriminierung gilt und im anderen, als völlig normal. Aber, und das ist der Punkt, den der Autor hier macht, ist diese genetische Information wirklich so einzigartig gefährlich? Konzentrieren wir uns hier vielleicht auf die falsche Sache? Und das führt uns zu diesem Schlüsselbegriff hier, genetischer Exzeptionalismus. Der Autor sagt im Grunde, Leute, dieser Glaube, dass genetische Daten irgendwie fundamental anders und gefährlicher sind, der ist fehlerhaft. Warum? Weil auch ganz andere Informationen, zum Beispiel über deinen Lebensstil oder frühere Krankheiten, Voraussagen über deine Zukunft treffen können. Die Gefahr der Diskriminierung ist also viel, viel breiter als nur die Genetik. Okay, wie navigieren wir also durch dieses Minenfeld aus Meinungen, Ängsten und Werten? Die Quelle hat da einen ziemlich überraschenden Vorschlag. Das ist doch das Kernproblem, oder? So viele Argumente in diesen Debatten basieren auf reinen Annahmen. Annahmen darüber, was in Zukunft alles Schlimmes passieren könnte. Oder Annahmen darüber, was die Gesellschaft angeblich für moralisch richtig oder falsch hält. Aber was ist, wenn diese ganzen Annahmen einfach nicht stimmen? Und genau an diesem Punkt kommt die Soziologie ins Spiel.
Aber Achtung, nicht als noch eine moralische Instanz, sondern als eine Art Realitätscheck. Sie stellt im Grunde zwei ganz simple Fragen. Erstens, schauen wir uns die Fakten an. Wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass diese ganzen Horrorszenarien eintreten? Und zweitens, schauen wir uns nochmal die Fakten an. Was denken und fühlen die Menschen in der Bevölkerung denn wirklich? Gibt es diese angeblichen Tabus überhaupt? Und das ist der springende Punkt. Die Soziologie ergreift hier keine Partei. Ihre Aufgabe ist es, die Annahmen zu überprüfen, die beide Seiten ständig machen. Sie kann uns also dabei helfen, herauszufinden, ob wir gerade über echte Gefahren reden oder uns in irgendwelchen Hirngespinsten verlieren. Sie bringt die ganze aufgeheizte Debatte wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und damit kommen wir zur letzten und vielleicht provokantesten Frage von allen. Was passiert eigentlich, wenn so eine soziologische Untersuchung zeigt, hey, es gibt hier keinen gesellschaftlichen Konsens, gar keinen? Wenn verschiedene Gruppen einfach fundamental unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was richtig und was falsch ist. Tja, in einer Welt, in der die Technologie uns beinahe gottgleiche Macht verleiht, ist das am Ende vielleicht die schwierigste Frage überhaupt.